Hallo, herzlich willkommen heute zu Fundamental. Die Bibel ist wahrer, als du denkst. Heute wollen wir ein kleines Geheimnis anschauen, nämlich wie wird man schön durch Weisheit. Wir schauen uns das heute an und noch mehr in den Sprüchen, und zwar im Kapitel 3. Wir lesen heute Vers 21 bis zum Ende, also bis Vers 34. Und ehe ich jetzt hier loslege, möchte ich dich bitten, dass du diesen Text einfach mal liest. Wir machen das immer als Übung. Warum machen wir das denn? Du kannst mir auch zuhören, aber wir machen hier mal eine kurze Pause in diesem Text, um dir die Möglichkeit zu geben, selber im Wort Gottes zu lesen. Und das ist vielleicht manchmal entscheidender als das, was ich hier so sage, weil Gott selber ja auch zu dir spricht durch sein Wort. Und ich ermutige dich, tu das. Und wir sehen uns dann nach deinem eigenen Leseeinsatz wieder. Bis gleich. War leicht. Hier geht es im Grunde genommen hier gibt es 3 praktische Themen, die wir besprechen werden. Das ist der Umgang mit Schulden und der Umgang mit dem Nächsten. Also diese Sprüche gehen ja viel auch im Weisheit und Umgang mit dem anderen Menschen. Das sind Edelsteine, wie man so miteinander umgeht. Und das ist auch etwas, was man lernen muss. Aber sie fangen an mit einer schönen Einleitung, und das lese ich uns hier einmal vor. Vers 21 bis 24. Ich lese zuerst hier in der Guten Nachricht und danach in der Elberfelder. Mein Sohn, lass dich stets von der Weisheit leiten. Trenne dich nie von Besonnenheit und Klugheit. Sie geben dir ein glückliches Leben und schmücken dich wie eine Halskette. Durch sie gehst du deinen Weg in Sicherheit und stolperst über kein Hindernis. Abends legst du dich ohne Angst zu Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch fest und ruhig. Oder die Elberfelder, auch hier wieder nochmal zu wissen, die Elberfelder ist mehr eine Übersetzung, also dem Text näher. Die Gute Nachricht ist mehr eine Übertragung. Beide haben Vorteile. Vers 21 in der Elberfelder. Mein Sohn, lass sie nicht weichen aus deinen Augen, bewahre Umsicht und Besonnenheit. So werden sie dein Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an. Und wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken und liegst und dir tut dein Schlaf gut. Also, ist erstmal so ein schönes Bild. Weisheit als wie so eine Halskette, so ein Schmuck. Etwas, was mich schön macht. Manche von uns sind ja mit schönen Gesichtern schon geboren und schönen Körpern. Das ist erstmal ein Segen, den du hast. Aber je älter du wirst, desto mehr ähnelt ja dein äußerer Mensch dem Inneren. Also du wirst immer mehr zu dem, was du bist, und das sieht man auch nach draußen. Und das ist ja dieses Wort, wenn wir in Weisheit wachsen, in Liebe wachsen, dann wird das ist ein Schmuck, und du trägst das auch anders. Es ist ja, ich sag mal, wenn du in Weisheit gehst, einer der großen Kirchenväter hat es mal so beschrieben. Er sagte, das ist so, als wenn du eine Schale hast mit einem kostbaren Öl und du trägst es vor dich her und die Schale ist gefüllt und du läufst langsam, weil du das Öl nicht verschütten möchtest. So ist es, wenn ich laufe und wenn Weisheit mein Leben leitet. Und das ist nicht immer so. Also ein schönes Bild, aber wie kommen wir denn dahin? Das hat damit erstmal zu tun, dass ich merke, ich will das. Also ich glaube, ganz viel fängt damit an, dass ich sage, ich will besonnen sein, ich will weise sein, und ich mache Sachen nicht, die erstmal unbesonnen sind. Also was ist denn das? Das ist die Mail spät abends um 1 noch, wo ich einem nochmal eine überbraten muss, weil mich jetzt nachts um 1 das nochmal so ärgert, dass der Typ mir das und das nicht gemacht hat oder sowas. Oder in Gesprächen einfach eine unnötige Härte aufzufahren, oder gerade hier in unseren ganzen digitalen Welten, wie leicht schreibst du etwas, was du nachher bereust. Also spätestens am nächsten Morgen. Die meisten bösen Mails oder bösen Texte werden ja geschrieben, irgendwie bevor man ins Bett geht, weil man schwach ist, hast vielleicht was getrunken und bist müde, dein geistlicher Mensch ist schon eigentlich in der Haia,
und jetzt kommt dein Fleisch raus und du tust etwas. Und diese Texte bringen ja oft auch Verderben. Also die Verderben in Beziehungen, Verderben auch in Dinge, du zerstörst etwas. Nicht, dass man das nicht immer wieder auch klären kann, aber es sind im Leben oft wenig Dinge, die einen großen Einfluss haben auf unser Leben. Das ist vielleicht jetzt die eine Nachricht, aber es sind oft wenige Entscheidungen, die du getroffen hast, meistens aus Habgier, aus Ärger, aus Wut, aus Unvergebenheit, alles, was die Werke des Fleisches sind, Zorn, Zwietracht, Neid, Hader, Missgunst, bringen Dinge hervor in dir und ja, die bleiben erstmal in deinem Herzen, aber irgendwann ploppen die so raus. Also wie du sagst, von das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also was du lange genug in dir drin und rumträgst, wird irgendwann auch sichtbar für die anderen, in denen du es sagst oder an deinen Handlungen. Je länger wir damit leben, dass wir merken, wir wollen nicht so handeln. Und das kannst du lernen. Niemand ist gezwungen, ständig impulsiv zu handeln. Ja, das ist schwer am Anfang, aber das ist ganz entscheidend, damit du dein Leben nicht kaputt machst. Das sagt hier auch der Text. Er sagt, lass die sein wie so eine Halskette. Auch mal so, das ist ja so ein Bild, das ist ja keine Waffe, sondern die Weisheit ist kein Schwert. Die Weisheit ist etwas, was du trägst, was schön ist, was dich schön macht und was auch deinen inneren Menschen schön macht. So, und diese Weisheit, diese Halskette baust du auf, indem du bestimmte Dinge einfach mal nicht tust. Also zum Beispiel nicht eine schlechte Mail schreibst, weil du gerade genervt bist. Oder jemanden rund machst, weil du gerade aus anderen Schwierigkeiten irgendwo steckst. Ja? Diese Entscheidungen sind oft schwer rückgängig zu machen. Diese schlechten Entscheidungen. Und es gibt viele Menschen, die, vielleicht merkst du das, wenn du jetzt so zuhörst, du hast eine Entscheidung getroffen und die war falsch. Und meistens wusstest du das. Nicht immer. Es gibt Sachen, da tust du am besten Wissen und du leidest etwas und das ist eins. Aber die meisten Sachen, das kriegt man so mit. Wenn jemand einen Fehler macht und wie heißt du stößt deinen Fuß an einen Stein, dann weißt du das und du tust sie, aber dein Geist sagt dir, dass es nicht richtig ist. Aber du tust es trotzdem, weil du in diesem Moment dich selber überredest. Und wird dir hier so schön auch gesagt, dass du nachts gut schlafen kannst. Ich merke das, manchmal schlafe ich nicht gut, weil ich mir Sorgen mache. Natürlich, das gibt es auch. Da habe ich ja im letzten Video was zu gesagt. Da merke ich immer wieder, wenn ich mir Sorgen mache nachts, dann heißt das, das Wort Gottes in mir ist nicht groß genug. Da brauche ich Weisheit und wenn ich was verändern muss, dann muss ich das tun. Aber einfach nur Sorgen um der Sorgen willen zuzulassen, ist nicht richtig und hilft auch nicht. So, also das ist das Erste. Werde schön, indem du innere Schönheit zulässt durch Weisheit und auch, wie wir gelesen haben vorher, durch Gnade in deinem Leben. Sei gnädig und weise mit anderen Menschen. So, jetzt geht's um jetzt geht der Text auf 3 praktische Dinge, wie man das so tut. Letztendlich, was ist denn so? Musst du einen Text immer so lesen? Ja, was ist denn das jetzt so? Wie kann ich denn jetzt so eine Halskette anlegen? Ja, so lies mal so auch so einen Bibeltext. Das kommt also jetzt zum Vers 27, kommt der erste Vorschlag oder der erste Rat an dich. Enthalte Gutes nicht dem vor, dem es gebührt, wenn es in deiner Macht, in deiner Hand steht, es zu tun. Also wenn dein Mitmensch Hilfe braucht und du sie ihm geben kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Sage deinem Nächsten nicht, geh, komm später wieder, morgen will ich es dir geben, wo du es doch hast. Also Nachbarschaften, also das ist ein großes Thema. Ne? Die Menschen, die um uns herum wohnen, die mir gegenüber sind,
die nicht notwendigerweise meine Freunde sind. Freunde kann man sich aussuchen, Nachbarn kann man sich oft nicht aussuchen. Das ist so ein bisschen auch wie die Nachbarn in der Gemeinde. Wenn du in irgendeine Gemeinde gehst, dann hast du vielleicht auch Leute in der Gemeinde. Man kann die sich ein Stück weit aussuchen, aber ein Stück weit auch nicht. Die sind eben einfach auch so da. So, hier geht es eigentlich drum. Man kann das so überlegen, wenn du jemandem helfen kannst, dann tu das bitte. Aber genauso können wir sagen, etwas Gutes, was dem anderen gebührt. Also du hast auch etwas geliehen und du gibst es nicht rechtzeitig zurück. Also ich kenne das, wenn du Geld von jemandem, wenn ich jemandem Geld leihe, erwarte ich irgendwie, dass die Person mir das irgendwie eigenständig zurückbringt. Jetzt bin ich aber selber so ein Typ, ist ganz schwierig. Ich vergesse das. Also vielleicht hast du dir ja schon mal von mir Geld geliehen. Umgekehrt, ich habe mir von dir was geliehen, weil ich gerade irgendwie 50.000 Guarani brauchte, irgendwie 5 Euro oder sowas. Und ich bin so ein Typ, ich vergesse das dann. Das ist eine Schwäche. Eine meiner vielen Schwächen. Aber umgekehrt, wenn ich auf Geld warte und der andere bringt das nicht, was macht denn das? Du wartest da drauf, Tag für Tag, ne? Du guckst auf dein Konto oder guckst, ob er kommt, siehst die Person und dann gibt dir das einfach nicht. Weil, was denkt denn der andere? Ja, ich kann es noch brauchen, ne? Also eigentlich, ja, könnte ich vielleicht geben, vielleicht kann ich es auch gar nicht geben, dann muss ich da hingehen. Oder ich kann es nicht geben und dann muss ich auch hingehen und sagen, du, ich kann gar nicht. Und ich habe das jetzt heute gerade nochmal, ich habe gerade gemerkt, bevor ich das Video gedreht habe, habe ich nochmal jemanden angerufen. Ich muss das mal klären. Da habe ich noch jemanden gehabt, dem ich etwas schulde. Und gesagt, du, ich will das mal ansprechen. Ich merke, ich kann hier kein Video drehen, wenn ich das nicht auch selber so tue. Und habe gesagt, du hör mal, du kriegst noch was von mir. Und ich kann dir das geben oder ich frage dich mal, wie können wir das machen? Und ich habe mich erstmal entschuldigt, gesagt, tut mir leid, da hast du bestimmt auf das gewartet. Und dann sagt er hier, oh ja, habe ich drauf gewartet. Und dann war die Antwort, hey, du, gar kein Problem, lass dir Zeit, ich brauche das jetzt nicht, alles easy. Was ist das? Wir haben ein Agreement. Und ich weiß nicht, ob er sich jetzt geärgert hat, aber das ist etwas, wie ich meinem Nachbarn, meinem Nächsten, wie ich ihm näher kommen kann, wie ich Freude, Liebe, Wahrheit, Klarheit bringen kann, also auch in Weisheit agieren kann. Oder wenn ich das nicht tue, dann wunder dich nicht, wenn natürlich irgendwie ein Ergebnis daraus kommt. Das ist, der andere denkt ja negativ über dich. Das darf man nicht vergessen. Das ist der erste Punkt hier. Ja? Zahle Schulden zurück oder hilf, wenn du kannst und mache es nicht. Ja? Wenn du die Schippe hast, die dein Nachbar braucht und du aber keinen Bock hast, sie ihm zu bringen, weil du denkst, naja, der gibt sie eh nicht zurück. Das sagt hier die Bibel, das ist nicht gut. Ja? Hilf da, wo der andere in Not ist. Wir hier im Dorf in Unique, wir lernen das. Das ist richtig, richtig gut. Also ich merke, wie es ist, wenn man sich gegenseitig wirklich hilft, wo man kann. Und auch wenn es vielleicht irgendwo mich einen Preis kostet, normalerweise ist es nicht ein riesiger Preis, aber es ist unangenehm oder es hat irgendeinen Nachteil für mich. Das ist ja meistens so, sonst wäre das ja gar nicht der Rede wert. Und wir sagen, wir schaffen das, wir möchten uns gegenseitig helfen und das setzt ein Klima frei. Das ist unglaublich. Also da merkst du richtig, da wächst was. Und hier in diesem Dorf, wo wir sind, da merken wir richtig, da wächst Autorität und Liebe, da wächst auch Umgang miteinander, der ist anders. Also ich lade dich mal ein, wenn du das sehen willst, komm gerne mal hier vorbei in Paraguay und schau dir das an. Denn das ist etwas, was wirklich für mich eines der großen Zeugnisse ist, wie Gottes Volk auch miteinander leben kann. So. Gehen wir mal zum nächsten. Wir bleiben beim Nachbarn, aber wir bleiben bei einem anderen Thema, nämlich Vers 29. Schmiede keine bösen Pläne gegen deinen Nachbarn, der dir vertraut. Tun wir ja nicht, ne? Aber tun wir doch. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mit dem Hammer kennst. Es gibt die Geschichte von dem Mann und dem Hammer. Ich finde die ziemlich wahr. Also, ich spreche mal so frei. Also ein Mann braucht einen Hammer und er hat aber keinen. Und er sagt jetzt, oh, mein Nachbar hat aber einen Hammer und da werde ich mal rübergehen und
ihn mir von ihm leihen. Ich frage mal, ob er mir den Hammer ausleiht. Während der Mann jetzt zu dem Nachbarn so geht und an der Tür steht, kommt ihm in den Sinn, dass der Nachbar ihn doch letztens nicht gegrüßt hat, obwohl er freundlich geschaut hat. War das nicht so, dass der Nachbar irgendwie einen komischen Blick hatte? Und war das nicht so, dass er schon die letzte Zeit eigentlich ein bisschen komisch war und uns komisch angeschaut hat? War das nicht so? Und diese Gedanken wachsen so in unserem Nachbarn, der den Hammer braucht. Und während er so rübergeht, merkt er, wie der Nachbar, also dieser andere, der eigentlich, er denkt auf einmal, der ist ja gar nicht freundlich zu mir. Und Ärger und Frust wächst in ihm. Und er klopft an der Tür und der Nachbar macht auf, guckt ihn freundlich an. Und was sagt unser Mann? Du kannst deinen Hammer behalten. So ist das ganz oft. Also wir haben etwas in uns, wir tragen Gedanken mit, wir bauen uns etwas auf und wir glauben, dass natürlich je länger wir das tun, desto mehr glauben wir, dass das die Wahrheit ist. Und ich unterstelle meinem Nachbarn etwas Böses, insofern überlege ich, wenn ich meinem Nachbarn etwas Böses unterstelle, dann überlege ich mich, wie ich mich vor dem Bösen wappne. Baue ich einen höheren Zaun, bin ich mal unfreundlicher, pack mal sein Auto ein, was auch immer was. Da kommt ein Brief falsch, da wird von mir falsch angeliefert, die kriegt die Post vom Nachbarn, schmeiße ich in den Müll. Das ist das, was Nachbarschaft oder auch Freundschaften zerstört, indem wir zulassen, dass unsere momentane Beobachtungslage, dass diese Beziehung zerstört. So, ich sag so, aber vielleicht ist der ja böse, der Nachbar. Vielleicht ist das ja so. Und weißt du was? Lob, Dank und kleine Geschenke helfen unheimlich viel weiter. Dann geht man dorthin. Nicht man, sondern du. Wenn du denkst, dein Nachbar hat was und da gibt es eine Schwierigkeit, der hat was gegen dich. Ich mache das so, ich sage so, hey, ich gehe mal, gibt es irgendwas zwischen uns? Ist irgendwas passiert? Ich wollte mal sagen, vielen Dank, dass du, und dann suche ich irgendwas, auch was ich merke, was der andere gut gemacht hat. Das öffnet Türen. Also ein Lob, das nicht als Ausgedachtes, sondern wo ich merke, der andere hat was gut gemacht, das sage ich ihm. Und das öffnet einfach Herzen. Muss man nicht machen, aber es hilft. Oder ich sage ihm Danke für etwas, was er getan hat, was ich gesehen habe. Ganz oft weiß ich auch mal, gerade wenn das Menschen sind, die ich kenne, dann fällt mir natürlich was ein, wofür ich auch dankbar sein kann. Und das spreche ich aus und damit öffne ich das Gespräch. Ich gehe da nicht hin und sage, hey, hör mal, ich glaube, du hast was gegen mich. Sag mal, warum hast du was gegen mich? Ja, dann ist das schon mal vor, jemand kommt so zu dir. Du bist erstmal, entweder habe ich was gegen dich, dann bin ich erst recht ärgerlich, sag ja, weil du bist ein mieser Sack. Oder ich habe gar nichts gegen dich, bin ich irritiert. Du möchtest dieses Gespräch in Weisheit und Gnade führen. Also, lass das nicht zu, dass solche Sachen die Beziehung blockieren, sondern nutze es, um Kontakt aufzunehmen. Und wenn der andere dann sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, dann bist du trotzdem freundlich. Sagst du, hey, ich wollte dir sagen, Gott segne dich, hab einen guten Tag. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Ja, das ist eine Antwort, die bringt Früchte und die macht dein Leben viel einfacher. Das war das Zweite. Das Dritte. Ich lese mal hier Verse 31 bis 32. Das hat was mit dem zu tun, was wir jetzt gerade alle erleben. Nämlich, das wird an diesem Ukraine-Krieg deutlich. Beneide nicht den Mann, der Gewalt tat, und wähle keinen seiner Wege. Denn ein Gräuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwege begibt, doch mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. Gute Nachricht, beneide keinen gewalttätigen Menschen um seine Erfolge willen und nehme ihn nicht zum Vorbild. Wenn ich gewalttätige Menschen, und jetzt haben wir gerade hier die Situation natürlich, ein großes Thema, jetzt gerade hier, wo ich das Video drehe, ist natürlich Ukraine-Krieg, und ich weiß, dass
ich sag mal, ungefähr die Hälfte, würde ich mal so sagen, aus meinen Gesprächen. Die einen wollen, dass Putin gewinnt, die anderen wollen, dass die Ukraine gewinnt. Ich glaube, Zelensky will irgendwie, dass keiner da gewinnt, aber irgendwie die Ukraine und die Menschen, die jetzt sind, die sollen sich verteidigen können und die anderen sagen irgendwie, nee, die Russen haben ja ein Recht darauf. Also, das liegt vielleicht jetzt an meiner Umgebung, aber ich sehe hier so beides, 50-50. Und was man dann so tut, ist natürlich, man ist ja für seine Seite dann. Ne? Und wenn und ich sag mal, wenn du jetzt dafür bist, mehr Waffen für die Ukraine und dann bist du so richtig, ja super, die haben mal ein paar Russen wieder umgebracht. Oder wenn du für die Russen bist, dann sagst du, ja super, die haben jetzt irgendwie so eine ukrainische Stellung wieder niedergemäht. Ne? Ja, überleg mal, was du da so sagst oder ich da so denke. Ne? Also wir freuen uns, wenn Menschen umgebracht werden und wir rechtfertigen das auch irgendwie. Ne? Also da gibt es endlose Schleifen von Rechtfertigungen. Warum es jetzt richtig ist, dass weiß ich nicht, die Ukraine Drohnen einsetzt und da irgendwelche Güterzüge beschießt oder Treibstofflager in die Luft haut und warum die Russen jetzt irgendwelche Raketen einsetzen dürfen und die Zivilbevölkerung umbringen und irgendwelche Infrastrukturprojekte zerstören. Also, dass das geschieht, ist schlimm genug. Und ich sage nicht, ich sage gar nicht, wer hat da jetzt so ein Recht. Ich glaube, in dem Konflikt, das muss man schon wissen, also in diesem Konflikt und in jedem anderen gibt es immer zwei Seiten, das darf man nicht vergessen. Ich denke, Kriege sind komplex, aber die Bibel geht ja hier auf diesen Punkt gar nicht ein, sondern die sagt, wenn ich dem Bösen das Böse bewundere und Gefallen finde in dem Bösen, dann macht es mich selber böse. Und das kennst du doch vielleicht, ne? Wenn du lang genug irgendwelche Artikel durchliest, dann sagst du, boah, genau. Und so wie das verständlich ist, ist es nicht hilfreich und es macht dich klein. Weil wir sollten als Christen denken. Ich bin nicht sagen, oh, wir darf niemals kämpfen, glaube ich gar nicht. Ich bin nicht ein absoluter Pazifist und denke, jede Armee gehört verboten. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir Menschen verachten, auf beiden Seiten dieses Krieges, es gibt da ganz einfache Menschen, also Menschen wie du und ich, die in irgendwelchen Schützengräben stehen. Und wenn ich jetzt wüsste, da freut sich jemand, dass eine Rakete, eine Brandbombe auf mich fällt, ich verbrenne. Und das ist furchtbar, oder? Also ich tue mich da schwer, ich finde Krieg schlimm, aber ich tue mich schwer mit Menschen, die ständig neue Waffen fordern. Ja, also da magst du vielleicht mit mir jetzt uneins sein und ich habe auch die Argumente gehört, aber ich möchte sagen können, das ist furchtbar. Ich finde das furchtbar. Von beiden Seiten. Ich finde das furchtbar. Und ich möchte nicht so jemand werden, der Krieg geil findet. Und der sich berauscht an irgendwelchen Waffensystemen. Sondern ich möchte in der Weisheit, in der Liebe Gottes sein. Sei du eine Stimme der Vernunft, der Weisheit in deinem Umfeld und werde nicht zu einem Mann der Gewalttat. Denn das macht was mit dir, wenn du das zulässt. Und die Medien machen das natürlich zu einem großen Thema. Aber wenn du Bosheit und auch Gewalt zulässt in dir. Und das hat manchmal auch was mit Filmen zu tun, nicht was ich so gucke. Achte auf dein Herz. Die Bibel sagt, achte auf dein Auge. Denn das ist das Fenster der Seele. Das, was du da reinlässt, prägt dich. Und die Bibel sagt dir einfach, diese Sprüche sagen, bewundere das nicht, sondern bewundere den Herrn und sein Wort. Wir sind fast fertig. Ich lese Vers 34. Da heißt es, den Spöttern gegenüber spottet er, der Herr, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich finde das einen perfekten Abschluss. Warum? Ich mag natürlich den zweiten Teil. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Weißt du, ich brauche ganz oft Gnade. Und es gibt so viele Menschen, die sind, also Spötter sind ja Menschen, die, ich sag mal, die sich selbst immer rausnehmen. Du nimmst dich sozusagen aus der Schusslinie, du stehst sozusagen auf einer gewissen
Position, die über den Dingen ist, ne? Und du kannst abziehen, so vom Leder ziehen, sagt man irgendwie so, ne? Ich ziehe mal so richtig mal runter. Dem habe ich es aber gegeben. Und Gott widersteht dir, wenn du das so tust. Das ist Spotten. Also jemand anderen für dämlich zu erklären, jemand anderen klein zu reden, ihn für einen Trottel zu halten und das auszurücken. Jesus sagt das ja im Neuen Testament ganz genau. Er sagte, wenn du deinen Bruder einen Idioten nennst, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Also ich meine, hat Jesus gesagt. Insofern würde ich mal so ein bisschen aufpassen. Jemand, ja, rede ich freundlich und rede ich respektvoll? Ähm, und bin ich selber demütig? Weil ich hätte gerne Gnade. Und du hättest gerne Gnade. Und ja, wir sagen im Neuen Testament, Jesus ist gekommen mit dem Evangelium, er ist für uns gestorben, damit wir Gnade haben. Da gibt es eine große Lehre, gerade die reine Gnade und die Supergnade und die Hypergnade, die Hypergrace sozusagen. Davon halte ich gar nichts, muss ich sagen. Sondern dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und nicht dem, der jeder so, mir kann niemand was, ich bete auch kein Vaterunser, weil das ist irgendwie ein Relikt des alten Bundes und ich habe keine Schuld, denn Schuld ist sozusagen ein Teil des alten Bundes. Es gibt keine Schuld im neuen Bund irgendwie, ne? Gibt keine Übertretungen, sondern eigentlich ist mir alles schon vergeben im Voraus. Da denke ich so, nee. Den Demütigen gibt er Gnade, den Hochmütigen widersteht er. Und das ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Da, wo du zu viel von dir hältst und deine Meinung so überstülpst, stehst du in der Gefahr, ein Spötter zu werden. Und Gott spottet über dich. Er wird über dich spotten. Den Demütigen schenkt dir Gnade. Die Frage für dich zum Schluss ist, ich nehme mal, musst du etwas mit deinem Nachbarn klären? Musst du ihm Geld zurückgeben oder muss irgendwas leihen? Gibt es irgendeinen Konflikt, den ihr klären müsst? Oder bin ich in der Gefahr, böse zu werden? Dieser dritte Teil da, das kann auch auf einen Nachbarn sein, auf eine Gemeinschaft, wo Ärger und Wut zugelassen habe. Also gibt es etwas, was ich klären muss mit meinem Nachbarn oder Nachbarn, mit mehreren? Gebe ich dir mit, nimm das. Ich will am Schluss beten und dann gehen wir in die Woche. Vater, ich danke dir, dass du deinen Geist auf uns legst, dass du uns zu Menschen machst, die Frieden und Liebe, aber auch Klarheit und Weisheit sprechen, die ein sauberes, ein reines Herz haben, weil wir gebadet sind in deinem Wort, weil wir selber vergeben bekommen haben und somit anderen vergeben können. Das bitte ich für mich, das bitte ich für uns alle. Amen und dir eine gute Woche. Bis bald.